Hallo meine lieben Freunde der leichten EDV, willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen zu Teil 5 unserer Paperless Serie und hier geht es um die Internetfreigabe. Ja, die den Kanal verfolgen, werden sich jetzt echt fragen, was will er denn mit dem Wort Kompendium von uns? Das ist ganz einfach, Leute. Ich habe hier auch noch ein paar Ausrufezeichen, Fragezeichen eingebaut. Ganz einfach, will ich das wirklich freigeben? Will ich wirklich sensible Daten wie Paperless, wo ich Gesundheitssachen drin habe, Steuersachen, Bankdaten, alles im Internet freigeben, in der Gefahr, dass ich gehackt werde und man mir meine Daten abgreift? Nein, will ich natürlich nicht. Wenn ich es trotzdem machen möchte, zeige ich euch in diesem Kompendium eine Zusammenfassung aller Möglichkeiten, die ihr denn so habt. Vergleichen die ein bisschen miteinander und auf was ihr eigentlich so achten müsst. Ne, also ihr könnt Reserve Proxy verwenden, ja, nein, also man kann es mit Proxy machen, ohne Reserve Proxy machen. Man kann es über VPN machen, das ist eigentlich so die bevorzugte Variante für den Normalanwender, für Kleinbetriebe. Dann wir brauchen SSL-Verschlüsselung, wir brauchen 2FA-Authentifizierung oder wir nutzen gleich Cloudflare. Ich möchte an dieser Stelle gleich mal sagen, dass mir schon der erste Name wieder gefallen ist. Ich bekomme hier keinerlei Kohle für dieses Ding, ich habe keinen Werbevertrag. Weder mit Paperless noch mit Nginx, noch mit Cloudflare oder sonst irgendwas. Ich habe glaube ich nicht mal Affiliate-Verträge mit denen. Ist okay. Also ich bekomme hier kein Geld dafür, das Video ist verlau, es sei denn, du entscheidest dich dafür, dass du das gut findest, was ich hier mache und dem Kanal eine Spende zukommen lässt, ihn damit unterstützt, dann kannst du das gerne machen. Ja, es soll mit Abstand jetzt mal wirklich eins der kürzesten Videos werden, weil wir keine Installation in den Kompendium direkt machen. Hier geht es einfach bloß um die Aspekte, die es eine Internetfreigabe mit sich bringt und ob ich sie brauche oder nicht. So, geht's ins Eingemachte. Pünktlich, habe ich gesagt, würde ich davon abraten, Paperless direkt im Internet freizugeben. Dafür sind einfach die Daten zu flexibel. Dokumente kannst du auch bequem per E-Mail versenden. Ein Empfänger ist in der Regel auch mit einem Anhang zufriedener als mit einem Link. Außerdem kann es sein, dass der Link bei Empfänger in der E-Mail aus Sicherheitsgründen gesperrt ist oder automatisch entfernt wird. Das sind also Dinge, die man einfach beachten muss. In der Anlage als PDF geht halt schier überall durch. Ist natürlich auch wieder ein sehr großer Nutzen. Dann für die Verwendung von unterwegs aus, ist für die meisten von uns, ist es jetzt für mich jetzt oder für dich oder für eine kleine Firma am einfachsten, einfach ein VPN zu verwenden. VPN bietet mir die Möglichkeit zu kontrollieren, wer hat Zugriff auf das Netz von außen und ich kann auch nochmal sagen, wer mir hier an Paperless ran kann, um hier was nachzugucken, einzustellen oder zu bearbeiten. Dann aus dem vorhergehenden Video wissen wir ja auch, Paperless ist eines der leistungsstärksten Open Source Datei-Management-Systeme, das besonders für digitale Archivierung beliebt ist. Seit der Version 2014 unterstützt es auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung 2FA über TOTP. Die werden wir eigentlich schier fast überall einschalten. Das ist für mich einfach eine Grundvoraussetzung. Unter gewissen Umständen ist das sogar sinnvoll, in einem privaten Netzwerk das zu machen, wenn man denn Leute im Heim hat, die man nicht auf alles Zugriff oder die nicht alles wissen müssen, sagen wir es mal so. Also wie gesagt, bleibt es auch da durchaus als Möglichkeit zu sagen, ich will ja auch in der lokalen Anwendung Zwei-Faktor-Authentifizierung, wer die nicht hat, der kommt da nicht rein. So, wer jetzt allerdings Paperless von außerhalb des Heimnetzwerkes nutzen möchte, steht vor der Frage, wie das sicher umgesetzt werden kann. Es gibt zwei Hauptansätze, die Freigabe mit einem Reverse-Proxy und die direkte Freigabe ohne Reserve-Proxy. Ich würde es jetzt nicht als die Hauptperspektiven betrachten, es gibt durchaus noch Paperless Nginx über Cloudflare. Das ist meines Erachtens eigentlich nach für mich die Lösung, die ich bevorzugen würde. Also würde ich mir einen Reverse Proxy antun, wenn ich eh schon Cloudflare habe und es da genauso gut mit sogar mehr Futures verwenden kann, als ich das mit dem Reserve Proxy könnte. Aber okay, gut, da kommen wir noch ein bisschen dazu. Die Freigabe mit dem Reverse Proxy. Es empfiehlt sich jetzt bei dem Reserve Proxy natürlich, den Nginx Reverse Proxy zu nehmen, ist klar, weil der natürlich auch Paperless Nginx ist. Und gleich alles aus einer Hand. Dann kannst du es zum Beispiel auf ein Synology-System installieren. Da habe ich auch mal als Beispiel jetzt einfach mit aufgeführt. Das sieht einfach, das Ding ist offen. Dann, was du auf jeden Fall brauchst, ist eine Domain oder eine DDNS-Adresse. So, wer das moderne System verwendet, DSL Lite bzw. NAT, der wird keine DDNS, dynamisch DNS, also Domain Name Service Adresse bekommen, da das nicht geht. Man kann von außen auf das NAT-Netzwerk oder ein DSL Lite in dem Sinne nicht zugreifen, es sei denn, man richtet sich Cloudflare zum Beispiel jetzt ein, die einen Tunnel zur Verfügung stellen.
Synology macht das auch, da hat man dann immer dieses Synology Me hier drin in der Domain Name, also paperless.dyname. Weil über dieses Synology Me das aufgelöst wird, das ist dann der Service von Synology zum Beispiel jetzt halt, und dann kannst du den auch verwenden. Also deshalb die Synology NAS einfach mit aufgeführt, es geht hier auch. Das ist halt der Disk Station Manager, Oberfläche eingerichtet, kannst du das einrichten. Alternativ lässt du eine eigene Domain über einen DNS-Anbieter konfigurieren, einen A-Record auf eine öffentliche IP-Adresse des Servers verweist. Der Reserve Proxy leitet dann die Anfrage HTTPS, dann deine Domain jetzt mal ohne Synology, auch mal dazu geschrieben, dass man die auch mal sieht, an den internen Port, den wir in der Config 8010 verwendet haben, weiter. Dann brauchst du noch den HTTPS-Port 443 für die Authentifizierung und das Sicherheitszertifikat, das du mit Let's Encrypt erstellen wirst. Auf anderen Servern wie Nginx Konfiguration eingerichtet, mit HTTPS aktivierte Weiterleitung paperless Nginx definiert. In der Docker Compose XML müssen dann noch die Werte eingefügt werden für paperless URL und paperless Trusted Proxy. Da gibt es je nach verschiedenen Ansatz, die verwenden unterschiedliche Dinge, die habe ich euch nochmal mit reingeschrieben, dass ihr das einfach seht. Auch hier ist wieder die 2FA-Authentifizierung mit drinnen, die wollen wir auf alle Fälle haben. Und die erfolgt dann direkt an der Web-Oberfläche vom Proxy Paperless Nginx. So, die 2FA-Authentifizierung in deinen Top-App, also in deinen Authentificator-App, wirst du dann mit dem QR-Code einlesen und gescannt und die Wiederherstellungscodes sollten gesichert werden, die man dann erhält. Es gibt dann sogenannte Backups, Wiederherstellungscodes, wenn man das eingeschaltet hat. Die kann man dann doch mal speichern, falls das Authentifizierungsteilchen mal weg ist. Ist mir auch schon persönlich passiert. Dann hatte ich keine Authentifizierungscodes mehr und man muss dann mit den entsprechenden Leuten immer telefonieren und sich ausweisen, dass die dann wieder Zugriff freischalten. Geht aber in der Regel eigentlich relativ problemlos. Es ist halt nur nervig, weil man das halt bei mehreren dann machen muss und da einfach die Backups-Codes noch nicht aufheben. Diese Methode bietet halt viele Vorzüge, wie Tools wie Let's Encrypt, Synology unkompliziert und ein Reserve Proxy ermöglicht zusätzliche Funktionen wie Rate Limiting, IP-Filterung und Header-Manipulation, die Angriffe wie Bluetooth oder DDoS erschweren. Zudem können mehrere Dienste über Subdomain auf dem Port 443 laufen, was die Sichtbarkeit und Skalierbarkeit erhöht. Allerdings bringt die Methode Sicherheitsrisiko mit sich, da wir den Port 443 im Internet exponiert haben, was Angriffe eben wiederum ermöglicht, wenn keine Firewall- oder IP-Beschränkungen eingerichtet sind. Falsche Proxy-Konfigurationen können zudem Probleme wie CSRF-Fehlern führen. Weiterer Nachteil ist, dass die Paperless Nginx Mobile App TOTP nicht erkennt und unterstützt. Bin jetzt gerade am Nachdenken. In der Tat habe ich das bei meinen letzten... Nein, ich musste es, in meiner Paperless-App musste ich die Zwei-Faktor-Authentifizierung machen. Da bleibt sozusagen Mobil-Apps. Das Video ist noch nicht gemacht, das kommt erst noch. Die Mobil-Apps für Paperless sind alle extern. Es gibt kein Original-App. Es gibt auch für Android kein App. Es gibt also nur für iOS-Systeme Apps. Davon wird eine nicht mehr supported. Die gab es allerdings auch, muss ich jetzt sozusagen, auch für Android, aber die wird da auch nicht mehr supported. Also die App ist weg, seit über einem Jahr nicht mehr aktualisiert und funktioniert auch in der Gesamtübersicht schon gar nicht mehr. Deshalb muss man da auf eine andere ausweichen. Es gibt dann aber noch eine ganz gute Bezahl-App, aber wie gesagt, da kommen wir dann später zu. Freigabe ohne Reverse Proxy. Jetzt wird es delikater. Da kann ich nur von abraten. Also hier wird es dann echt haarig, weil da musst du alles updaten, deine Zertifikate erneuern, du musst an alles denken und ja, ich würde es nicht machen. Aber wie gesagt, es kommt damit rein. Hier ist mal kurz angedeutet, wie er die Encrypt-Zertifikate mit Tools wie Cerbot erstellt und in die Full-Chain Perm und Private Key Perm integriert, das Datenverzeichnis kopiert. In der Docker Compose YL wird der Container so konfiguriert, dass er direkt auf Port 443 lauscht und Umgebungsvariablen wie Paperless SSL, das muss auf True gesetzt werden. Und dann haben wir Paperless URL, die hatten wir schon, die kennt ihr schon, aber hier, wie gesagt, jetzt seht ihr schon Paperless SSL und nicht Paperless Trusted Proxy. Ja, schon wieder großer Unterschied. Die Aktivierung von 2FA erfolgt dann beim Reserve Proxy über die Web-Oberfläche. Also auch hier die immer wieder einschalten. Die Anmeldung ist hier auch drin. Es ist einfacher zu konfigurieren, besonders für kleinere Setup attraktiv. Dennoch ist mit der Herausforderung verbunden, die manuelle Einrichtung von SSL-Zertifikaten fehleranfälliger und erfordert
regelmäßige Updates bei Zertifizierungserneuerung ohne Reserve Proxy, fehlen Schutzmechanismen wie Rate Limiting, IP-Filterung, was die Angriffsfläche einfach erhöht. Die Skalierbarkeit ist auch eingeschränkt, da nur ein Dienst pro Port betrieben werden kann. Es sind, ganz ohne, ich würde es nicht machen. Ich habe jetzt gerade die Werbung, mach's mit. Im Kopfkino, Entschuldigung. Beide Ansätze unterscheiden sich in mehreren Aspekten von Report Proxy. Ich habe es also wirklich alles nochmal jetzt hier gegenüber geschrieben. Ne? Die Sicherheitsbedenken im Vergleich. Lese das nochmal ganz genau durch. Auf der Webseite, Blogbeitrag verlinke ich auch nochmal. Unten ist das alles nochmal detailliert hier beschrieben. Du siehst es ja auch im Hintergrund, die Seite, die ich dir gerade zeige. Und es alles nochmal ganz genau nachlesen kannst, wo du nach dich einfach richten kannst, was für dich das Sinnvollste ist. Es bringt dir nichts, wenn du jetzt einfach sagst, ich möchte das im Internet haben und hau hier irgendwas rein und stell das inne. Wie gesagt, so ein Archiv hat einfach vertrauliche Daten und egal, was du da reinstellst, irgendwann sind vertrauliche Daten drin und wenn da einer darauf Zugriff hat, ist das nicht gut. Dann regelmäßige Backups sowieso, Passwort regelmäßig ändern wird immer empfohlen. Ja, mache ich auch nicht, gebe ich ehrlich zu. Und als VPN wird hier jetzt WireGuard empfohlen. Ich habe es jetzt auch mal mit reingenommen, weil WireGuard wirklich eine gute Alternative ist. Hast einfach auch Zugriff und kannst sehen und sehr genau konfigurieren, wer hier mit der VPN-Verbindung herstellen kann und wer Paperless dann auch benutzen kann. Und es ist eine echte Alternative gegenüber dem direkten Internetzugriff, da keine privaten Daten aus dem Internet erreichbar sind. Ne? VPN ist ein virtuelles privates Netzwerk, das über eine Verbindung auch übers Internet getunnelt wird, aber nicht im Internet verfügbar ist. Das heißt, es wird unten durchgeschleust. Dabei muss immer bewusst sein, habe ich das im Internet stehen, kann da irgendwie jemand ran, kann er das hacken? Mein Stellpunkt ist dazu immer, alles was IT ist, kann man hacken. Und irgendwann schafft es auch einer, auch das Unmöglichste zu hacken. Und wenn es bloß ein purer Zufall ist, dass er ausgerechnet gerade im richtigen Moment das richtige Kennwort eingibt. Das haben wir alle schon gesehen. Alternative Cloudflare. Eine Möglichkeit, Reserve Proxy nicht kompatibel betreiben zu müssen, trotzdem einen Reverse Proxy zu nutzen, ist die Lösung über einen Cloudflare. Hier kannst du genauso deine Weiterleitungen und das SSL-Zertifikat von Cloudflare verwenden. Das heißt, du sparst dir hier schon mal die ganze SSL-Zertifizierung, ohne ein eigenes SSL-Zertifikat installieren zu müssen. Das ist mal die eine Variante, das haben wir schon mal angedeutet, da kommen wir jetzt dann aber gleich, siehst du schon drunter, nochmal genauer zu. Cloudflare bietet dir außerdem die Möglichkeit, ein Heimnetzwerk per VPN weltweit erreichbar zu machen. Und zwar kostenlos. Cloudflare bietet dir außerdem die Möglichkeit, ein Heimnetzwerk per VPN weltweit erreichbar zu machen. Kostenlos. Das habe ich jetzt noch nicht dazu geschrieben. Wenn ich dran denke, korrigiere ich das noch. Kostenlos. Ganz so, als wärst du zu Hause oder im Büro. Ne, da ist der Beitrag dazu, den kannst du dann nochmal reinziehen, wie man denn ein Cloudflare VPN integriert. Das Cloudflare VPN ist nicht dafür gedacht, zu streamen, sich Videofilme anzuschauen, um die Geolocation zu umgehen oder den Geoblocker auszutricksen. Das kann sogar zur Kündigung, zur Einstellung des Dienstes beim Cloudflare kommen. Das ist auch nicht gewollt, sondern Cloudflare ist einfach rein eine Datenkommunikation. Das heißt, dafür ist es eigentlich perfekt, weil wir eine Datenkommunikation wollen und die wird uns auch nicht begrenzt. Für beide Cloudflare-Dinge, die jetzt oben genannt sind, brauchst du einen Cloudflare-Plan kostenlos ausreichend. Ne, dann legst du dir einfach ein Konto an, nimmst den kostenlosen Plan. Eine Cloudflare-verwaltete Domäne, also deine Paperless, dein Domainname, ja, den musst du halt bei Cloudflare dann hinterlegen. Das heißt, auch wenn du bei GoDaddy oder bei Telekom jetzt was liegen hast, kannst du diese hier einbinden, dann sagt man dir, wo die Domain liegt, die Frage beantwortest du, dann sagen die, wo die DNS-Einträge ändern musst und dann wird die Domäne bei Cloudflare gemanagt. Hast du nur Vorteile drin, kann ich dir empfehlen. Wenn du eine neue Domäne brauchst, noch keine hast, dann bestell dir bei Cloudflare einfach direkt eine .uk. Das ist für 4,99 oder 5,99 oder was die kostet, die billigste Domain, die du für ein Jahr bekommst. Dann brauchen wir eine laufende Paperless-Installation, die 2.14 im Docker. Das ist auch nochmal in den vorgehenden Beispielen erklärt. Verlinke ich euch hier auch nochmal rein. Der Cloudflare-Tunnel muss installiert werden, also müsst ihr den Tunnel einrichten. Das ist dann auch nochmal beschrieben. Ich weiß nicht, wie viele Links das ich hier reinpacken werde, um euch die Suche vielleicht ein bisschen zu erleichtern. Da gibt es dann noch reihenweise Installationen. Also ihr merkt schon, wir kommen hier an ein recht komplexes Thema. Ich habe es euch jedenfalls nochmal kurz zusammengeschrieben, falls ich es jetzt nicht nochmal verlinke, weil es sonst zu viel wird. Ne, den Paperless-Tunnel kopieren Sie trocken, installieren Sie den Docker-Dienst Paperless Nginx-Umgebung, konfigurieren Sie es in Anfragen mit internen Paperless Nginx-Box, zum Beispiel 8010 weiterzuleiten.
Ich hoffe, das war jetzt nicht zu schnell. Gut, also wie gesagt, kannst du alles auf dem Homepage-Artikel nochmal nachlesen und ich verlinke euch auch die entsprechenden Informationen dazu. Ja, und dann hier nochmal die Absicherung, Access, Applikations fügen Sie Self-Hosted Anwendung hinzu, was ja dann Paperless quasi auch wäre, eine Self-Hosted Applikation. Und dann kannst du hier auch den QR-Code mit einer Notifications-App einfügen, Google Authenticator. Den Wiederherstellungscode bitte speichern, jeder Login erfordert nur Benutzername, Passwort und den Code. Das heißt, ohne den Code kommst du da nicht rein und der ändert sich alle Minute lang. Also die Wahrscheinlichkeit, dass den einer knackt oder hackt, ist gering. Es ist allerdings schon vorgekommen, dass dieser Code auch gehackt wurde. Ich habe den Artikel jetzt nicht mehr im Kopf, weiß nicht mehr genau, das ist ungefähr 1,5 Jahre, 2 Jahre her. Da hat einer mal geschafft, so einen Authenticator-Code zu hacken. Ja, wie gesagt, könnte auch Zufall gewesen sein. Aber sei es drum. Cloudflare Zero Trust ist in gewisser Weise mit dem Reserve Proxy vergleichbar, da beide Anfragen an Paperless Nginx weitergeleitet und HTTPS nutzen. Allerdings laut Cloudflare Zero Trust über diese Funktion eines traditionellen Reverse Proxys hinaus. Das heißt, du hast ja auch viel mehr Möglichkeiten, indem Zero Trust Prinzipien wie strenge Identitätsprüfung, MFA und keine Portfreigabe integriert. Das heißt, hier werden auch anders gearbeitet, hier werden auch keine Ports freigegeben, sondern die Ports erst später geschlüsselt und verteilt. Das heißt, der Client ruft hier nicht irgendwie deine Seite auf, deinname.de, Port 8020 für Paperless, sondern er muss Paperless. Du musst also diese Top-Level-Domäne schon konfigurieren. Sonst kann das nicht getrennt werden. Die Zuweisung erfolgt dann hinten nach, das sieht der Kunde dann nicht an den entsprechenden Port, aber die Zuweisung vorne muss der Kunde einfach eingeben, dann paperless.deindomainname.de. Ein Reserve Proxy ist lokal flexibel und bietet volle Kontrolle, erfordert jedoch mehrere manuelle Sicherheitsmaßnahmen. Cloudflare Zero Trust ist cloudbasiert, einfacher zu skalieren und bietet integrierte Sicherheitsfunktionen, setzt aber das Vertrauen in Cloudflare voraus. Also ich habe zu Cloudflare eigentlich ein sehr großes Vertrauen, dass es eigentlich wirklich immer die sind, die, wenn was Neues auf den Markt kommt, an Spam-Software oder sonstiges, sofort irgendwie so einen Filter aus der Tasche ziehen und den dann vorkloppen. Ich habe mit denen wirklich bis jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht und ich logge mich vielleicht alle halbe Jahre mal bei Cloudflare ein, um irgendwas zu ändern, aber ich habe da eigentlich auch noch nie ein Update oder irgendwas gemacht. Eigentlich nur, wenn ich an meiner Konfiguration was rumgebastelt habe oder was Neues eingebunden habe. Ansonsten habe ich da eigentlich auch nichts gemacht. Dann Fazit. Die Freigabe von Paperless Nginx oder einem Reserve Proxy oder Cloudflare ist die Freigabe von Paperless mit einem Reverse Proxy oder Cloudflare ist die empfohlene Methode, da sie am sichersten, benutzerfreundlichsten und skalierbarsten ist. Insbesondere auf Systemen wie Synology NAS zum Beispiel. Die Methode ohne Reserve Proxy eignet sich für minimalistische Setups. Ja, wenn du eine Sammlung von Newslettern hast von diversen Firmen, dann würde ich das vielleicht einsetzen. Aber ansonsten, also ich halte davon gar nichts. Ist jedoch riskant, ne? Und technisch anspruchsvoller. Wer seine Dokumente verwaltet, sollte VPN in Betracht ziehen. Hier wird auch nochmal darauf hingewiesen. Wie gesagt, das ist auch die Methode, die ich weitgehend verwende, eigentlich ausschließlich verwende, um die Angriffsfläche zu minimieren. Unabhängig von der Methode, korrekte Konfiguration, regelmäßige Updates und Nutzung von 2FA entscheidend, um Paperless sicherer über das Internet zugänglich zu machen. Also wie gesagt, für mich ist die VPN-Lösung die Lösung, die ich verwende, die ist für mich klar und würde es im Internet freigeben. Ich würde definitiv die Cloudflare-Variante in Betracht ziehen. Gut, dann hoffe ich, dieses Video hat immer geholfen und hat jetzt ein bisschen Überblick verschafft, wie es denn möglich ist. Wie gesagt, lest das alles nochmal im Blogbeitrag nach, den ich unten in der Videobeschreibung verlinke. Wenn du das nicht so verstanden hast, ich will das in diesem Video auch nur überreißen, ein bisschen hungrig machen und das Futter holst du bitte auf der Homepage. Lies es genau durch und entscheide dich dann erst einmal selber und dann guckst du, wie du das konfigurierst. Wie gesagt, wenn es da dann Probleme gibt, kannst du dich auch vertrauensvoll an die KSC wenden. Weltweiter remoter Dienstleister, verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Die erste Beratung ist immer kostenlos. Da wirst du geholfen für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung, ohne Ecken, Haken und Ösen, ohne Mitgliedschaft, ohne Abo oder sonst irgendwas. Dann würde ich mich über ein Like für dieses Video sehr freuen, wenn es dir geholfen hat. Ein Abo für den Kanal wäre riesig und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. In diesem Sinne, gehabt's euch wohl, bis zum nächsten Video. Ciao!